Mathis, Digital Sucks ist das Motto der Next in diesem Jahr. Du bist mit Sina Schrader seit über 20 Jahren im Digitalgeschäft. Ist das nicht frustrierend, dass wir immer noch nicht weiter sind? Klar ist das frustrierend, aber deshalb machen wir ja auch eine Konferenz, um unseren Frust loszuwerden. Aber auch natürlich positiv in die Zukunft zu schauen. Das ist natürlich auch ganz klar. Vielleicht muss man immer definieren, was eigentlich Digital Sucks heißt. Und für uns ist eigentlich die Erkenntnis, dass wir eigentlich nicht so im digitalen Zeitalter leben, sondern so im Netzwerkzeitalter. Und diese Netzwerkeffekte, die sind immer total schwer zu planen, vorauszusagen. Man hat auf den einen Effekt, dass so Netzwerkeffekten passiert erstmal ganz langsam nichts, obwohl schon alle irgendwie investieren und das als Hype-Thema empfinden. Und dann kommt der Return of Investment nicht. Dann zieht man sich irgendwie enttäuscht zurück. Und dann kommt es eben doch und dann ist man zu spät dran. Das ist halt blöd. Oder dass beispielsweise Services, die wir eigentlich alle ganz cool finden, wie Airbnb, dass wir einfach ein besseres Reiseerlebnis haben wollen, gerade bei Citytrips und so weiter, da finden wir so einen Service toll. Dann machen es irgendwie alle und dann explodieren irgendwie die Mietpreise, weil da auf einmal Airbnb-Wohnungen entstehen. Also du hast immer sozusagen so dieses Thema bei Netzwerkeffekten, das kannst du einfach nicht vorhersehen und sich damit zu beschäftigen, ist schon total spannend. Ich glaube, viele Unternehmen würden ja auch sagen, Digital Transformation sucks, weil deine These auch ist, dass die meisten Unternehmen das Pferd quasi von hinten aufzäumen. Was machen die da eigentlich falsch? Ich glaube, viele Unternehmen fangen erstmal an, bei sich selber Nabelschau zu betreiben. Wie müssen wir eigentlich ein digitales Unternehmen werden? Dann gucken sie sich irgendwie Beispiele an, die macht Google, Facebook, Airbnb oder wer auch immer sozusagen, dass sie versuchen, das halt zu adaptieren. Ich glaube, dass das falsch ist. Die Unternehmen, die ich eben genannt hatte, GAFAs, sind ja nur deswegen erfolgreich, weil sie tolle Produkte haben. Und deshalb ist der Fokus, glaube ich, darauf zu legen, tolle Produkte zu entwickeln, tolle digitale Services. Und das ist eben hart. Das machst du einfach nicht nur durch Methoden oder durch ein kulturelles Change-Management-Programm, was man irgendwie auch planen kann, sondern Produktentwicklung ist halt immer ein hartes Thema, weil es viel mit Versuch und Irrtum zu tun hat, immer viel Testen am Kunden, am Markt. Und das ist halt eben mühsam. So. Und deshalb glaube ich, und das spüren die Unternehmen auch, dass sie da ins Risiko gehen müssen, dass da eben nicht alles klappt. Und ich glaube, das ist auch dieser Bewusstseinswechsel, den wir hinbekommen wollen, dass die Unternehmen sich auf die Produkte und auf den Nutzen, den diese Produkte für ihre Kunden wiederum bringen, dass sie sich darauf fokussieren. Du hast ja zu dem Thema ein ganzes Buch geschrieben, Transformationale Produkte, das ein leidenschaftliches Plädoyer ist, genau für diese Produktentwicklung. Was war so die Motivation dahinter, dieses Buch zu schreiben? Ja, die Motivation war genau so ein bisschen, was wir eben auch diskutiert haben, nämlich dass es ist schwer, das ist kein Thema, was sich jetzt in einem Wochenend-Hackathon lösen lässt, es ist kein Thema, was sich in einem irgendwie gearteten Ideation-Workshop innerhalb von 2-3 Tagen lösen lässt, sondern das ist schon ein Langstreckenlauf. Ne? Und um diesen Langstreckenlauf letztendlich halt auch zu motivieren, braucht es dann halt doch mehr als einen Blogbeitrag oder mal einen Podcast und deshalb das ganze Buch. Wie gelingt es eigentlich Google, Facebook, Apple, Amazon, also den GAFA, den etablierten Unternehmen, die Kundenbeziehungen wegzunehmen? Das ist ja eigentlich nicht so einfach. Das, was sie machen, ist, sie fokussieren sich zu 150% auf den Menschen, auf den Kunden, auf den Nutzer ihrer Services. Und alles, was da links und rechts zur Seite steht, das räumen sie einfach weg. Und dieser unbedingte Fokus letztendlich auf den Kunden bringt diese Addiction sozusagen zustande, dass wir diese Services einfach als überlegend empfinden, als sehr konvenient empfinden. Und das ist, glaube ich, auch die große Challenge, die klassische Unternehmen haben, die aufgeteilt sind in funktionale Einheiten, den Konsumenten, den Nutzer als Shadow CEO quasi zu akzeptieren, dass darauf letztendlich alle Kräfte sich bündeln müssen und nicht so sehr sozusagen auf das, was man in der Vergangenheit gemacht hat und versucht hat, aus klassischen funktionalen Einheiten, aus klassischen Produktionsprozessen tatsächlich eine Leistung nach vorne zu bekommen, so vom Konsumentendenken die Leistung sozusagen rückwärts zu erbringen. Der erste Vormittag jetzt der Next 17 liegt hinter uns. Was sind so die Dinge, die du aus diesem Vormittag mitnimmst? Erstmal auf jeden Fall die Atmosphäre. Ich glaube, die ist wirklich einmalig, was wir hier haben. Also dieses Eingebettetsein in einem Musikfestival. Die Musik, die wir dann auch auf der Bühne haben, die inspirierenden Vorträge, die wir heute haben. David Metten heute Morgen so als Keynoter, bombastisch zu sehen. Wie kriege ich dann eigentlich das Thema Konsumentenzentrierung auch rein in die Köpfe? Und dann natürlich die Gespräche. Nicht? Ich kriege ja
glaube ich, nur dafür ein Gefühl, die richtigen Dinge zu tun, nicht nur die Dinge richtig zu machen. Wenn ich mich mit anderen Menschen austausche, wenn ich reflektiere, diskutiere und mich da so zum Erfolg irre. Und das geht am besten, wenn Menschen sich unterhalten. Und diese Gespräche hier suche ich und dieses Netzwerken gefällt mir. Das ist das Beste für mich an der Next 17.